Moin, liebe Hausbauhelden, liebe Grüße aus dem hohen Norden. Hier bei Bremen, hier haben wir ein wunderbares privates Bauprojekt für euch gefunden. Ein 60er-Jahre-Haus, das Lina und ihr Mann innerhalb von 4 Monaten zu ihrem ganz eigenen modernen Traumhaus gemacht haben. Und das in Eigenleistung. Und Lina führt uns heute hier durch ihr Reich. Ich kann es eigentlich kaum abwarten, deswegen lasst uns direkt loslegen. Moin, ich bin Lina. Herzlich willkommen in unserem kernsanierten Architektenhaus. Kommt rein. Gerne, danke dir. Ja, Lina, vielen Dank, dass wir euch besuchen dürfen heute und dass du uns euer tolles Haus zeigst. Magst du uns zum Anfang ein paar grundsätzliche Infos geben? Also ich weiß, dass dieses Haus von 1964 stammt, dass es ein Architektenhaus ist und dass es für eine Künstlerin gebaut worden ist. Und wie seid ihr dann hierzu gekommen? Wir haben unser Haus durch Zufall gefunden, weil eigentlich haben wir eine Mietwohnung in Bremen gesucht. Und die war dann so teuer, dass wir gesagt haben, okay, wir können auch direkt ein Haus kaufen. Und dann standen wir hier auf der Terrasse und haben hier reingeguckt und dachten, okay, das ist unser Haus. Damals hat es 160 Quadratmeter ungefähr gehabt. Baujahr 64 und in dem Zustand war das auch. Einfach verglaste Fenster, wir hatten hier so Terrazzo-Fliesen drin, wir hatten eine braune Decke, wir hatten bunte Wände, wir hatten bunte Türen. Also Künstlerhaus, richtig individuell gemacht, ne? Künstlerhaus, okay. Definitiv. Und das hat auch den Charme ausgemacht. Mhm. Also ihr wusstet also schon, wenn ihr das nehmt, müsst ihr hier richtig viel Zeit, Arbeit und auch einiges nochmal an Geld reinstecken. Wo habt ihr den Mut hergenommen, das dann tatsächlich zu machen? Wir haben schon hin und her überlegt, aber haben wir Spaß an handwerklichen Aufgaben. Mein Papa hat mein Elternhaus selber kernsaniert, mit meinem Opa damals zusammen. Und nach der zweiten Besichtigung haben wir meine Eltern auch mit hierher genommen und gesagt, sollen wir das machen? Und die haben gesagt, ja, wir machen das, wir unterstützen euch. Und Papa hat ganz viel geholfen, hat uns beigebracht, was Zementmörtel ist und wie man Wände mauert und was verschwachtelt werden muss und wie man neue Kabel in die Wände zieht. Und dann haben wir hier 4 Monate das ganze Haus umgedreht. 4 Monate? Wahnsinn. Also das heißt, was habt ihr habt alles selber gemacht? Gibt es irgendwas, was ihr nicht gemacht habt? Ja, also die Heizung haben wir nicht selber gemacht, das haben wir machen lassen. Heizkörper anbringen dementsprechend. Und den Fußboden haben wir machen lassen, da haben wir uns nicht rangetraut an den Spachtelboden. Mhm. Und die Fenster haben wir machen lassen. Mhm. Eigentlich wollten wir ja nur umziehen und gemeinsam in eine Wohnung ziehen. Und dann hatten wir dieses Bauprojekt und es war aber klar, dass ich beruflich nach Neuseeland muss für 6 Wochen. Und dieser Umzug musste vorher stattfinden, weil wir sonst 2 Mieten noch gehabt hätten. Und dann lief der Kredit hier aber schon. Das heißt, wir hatten nur diese 4 Monate und haben dann angefangen, erstmal Tapeten abzumachen. Das war das Erste. Mhm. Und dann haben wir Wände rausgerissen, also erstmal alles, was so grob war. Wir haben die Küche geöffnet, wir haben im Badezimmer die Wand im Gästebad entfernt, wir haben die versetzt, wir haben natürlich Fußböden rausgenommen, es war noch ganz viel Teppichboden hier drin, mussten für den Spachtelboden hier die Fliesen anschleifen, damit dieser Boden drauf fällt, damit er höhere Rauigkeit hat. Und so haben wir uns nach und nach durchgearbeitet. Irgendwann haben wir angefangen mit der Elektrik und haben gesagt, okay, da müssen noch Steckdosen in die Küche, das reicht uns nicht. Wir haben ja Wände eingezogen, dann musste die Elektrik wieder in den Raum gelegt werden, der Lichtschalter musste versetzt werden. Unglaublich. Und so haben wir Stück für Stück uns so durchgearbeitet und immer wieder das nächste Projekt angefangen. Ja, Wahnsinn. Und das in 4 Monaten. Können wir über Kosten sprechen? Also was habt ihr hier zum einen bezahlt und was habt ihr noch reingesteckt? Klar, also wir hatten Glück. Wir haben ja gekauft, bevor die Zinsen jetzt so hochgegangen sind und haben zu einem guten Zeitpunkt das Objekt gefunden. Wir haben 220 bezahlt, wir haben noch gut verhandelt. Viele wollten an das Objekt nicht ran, weil es halt einen absoluten Sanierungsstau hatte und natürlich dementsprechend reingesteckt werden musste. Wir hatten zum Glück ein paar Rücklagen, die wir einbringen konnten und haben noch mal 130 für die erste Sanierung des unteren Teils
gebraucht. Und dann habt ihr noch was gemacht, ihr habt ein Flachdach gehabt und ihr habt dann euch gesagt, da kam dann, glaube ich, euer erstes Kind. Und ihr habt gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Platz und habt ihr einfach noch mal ein Stockwerk draufgesetzt. Das war etwas später dann? Genau, das war dann 3 Jahre später. Da war dann unser Großer da und haben gesagt, okay, wir brauchen noch ein Homeoffice, wir brauchen noch ein Kinderzimmer. Und wir hatten, als wir damals gekauft haben, schon immer gesagt, okay, wir haben die Option, wir können noch oben rauf bauen. Und dann haben wir erstmal einen Bauantrag gestellt, der ging dann durch und dann dachten wir, okay, jetzt haben wir ihn, wir machen das jetzt. Dann haben wir noch einen Kredit aufgenommen und haben mit Rahmenbauweise, also eine Holzrahmenbauweise, oben aufgestockt, damit es mit der Statik funktioniert. Wir haben eine Teilunterkellerung, das heißt, wir konnten nicht massiv bauen, sonst wäre das zu schwer geworden. Und ja, dann flogen hier 2019 die ersten Holzwände auf unser Dach und wir haben oben dann nochmal 80 Quadratmeter dazu gewonnen. Wahnsinn. Schauen wir uns nachher alles im Detail an. Jetzt wollen wir mal hier schauen. Ich würde mal, also wie viel Quadratmeter haben wir denn hier? Es ist ein riesengroßer Wohn-Koch-Essbereich. Was steckt hier an Plan, an Idee, an Design dahinter? Genau, das ist unser Lebensraum hier tatsächlich und genauso haben wir uns das damals auch vorgestellt. Also wenn wir zu Hause sind, verbringen wir hier gemeinsam die meiste Zeit. Das sind um die 80 Quadratmeter mit unserer Galerie da oben. Und wir wollten halt immer diesen Industrie-Style hier ins Haus bringen. Also hier war so eine ganz verschnörkelte, runde Treppe drin. Wo war die? Holztreppe, die gingen genauso hier runter. Ja. Für uns war aber sofort klar, wir brauchen was Eckiges, wir wollen was Kantiges, wir wollen so ein bisschen edgy, urban Style haben. Und haben deswegen auch diesen Rohstahl verwendet, der ist nicht behandelt. Dementsprechend setzt er auch so ein bisschen Rost- und Patina an, was wir total spannend finden. Was Schönes, ne? Ja. Haben diesen Spachtelboden, der sehr einheitlich ist und diese Kühle ins Haus bringt. Und deswegen haben wir aber ganz viel jetzt mit Holz kombiniert und versuchen mit warmen Farben zu arbeiten. Diesen Alt-Rosaton, florale Muster, Pflanzen und versuchen es dadurch so ein bisschen wohnlich zu machen. Der Esstisch fällt mir hier auf, wenn wir mal in die Richtung gehen zur Küche und zum Esstisch. Da sind nämlich Rollen dran. Genau, den Tisch hat mein Schwiegerpapa gebaut, der ist schon ganz alt. Die Tischbeine waren tatsächlich mal in so einem Tafelgrün. Ja. Das haben wir abgeschliffen und dann neu matt lackiert und der hat Rollen dran, weil der massiv gebaut ist. Es sind Vierkant-Stahlrohre und eine massive Platte aus Buche und damit wir den überhaupt bewegen können, hat er jetzt diese Rollen da drunter, damit wir hier ein bisschen flexibel sind, wenn wir Besuch haben und der Tisch mal anders steht, sonst könnten wir ihn nicht bewegen. Der steht auf so Bierdeckeln. Ja, das sind so Korkuntersetzer, weil sonst, ich wollte immer Stühle haben mit einer Lehne, damit man bequem sitzen kann. Und wenn die nicht da drunter wären, dann würden sie nicht unter den Tisch passen. Wir haben hier nochmal Stühle, die sind auch nicht so gekauft, oder? Nee, die hat tatsächlich auch mein Mann Stefan selber gebaut. Da oben drauf ist Eichenholz. Wir haben hier einige Bäume gefällt, bevor wir eingezogen sind. Weil die zu nah am Haus standen. Also wir hatten wirklich Sorge, dass dort mal was abbricht bei den Stürmen und hier kommt auch regelmäßig mal was runter. Das ist also das ist Holz aus eurem dem Garten. Genau, und daraufhin haben wir jetzt 2 Designs, die verschieden bequem sind, je nach Körpergröße. Die Füße abstellen, hier ist einfacher. Zur Küche. War der Durchbruch früher schon da oder habt ihr hier so einen großen Wohnraum für euch geschaffen? Tatsächlich nicht. Also die Wand war geschlossen und wir hatten, wie man es damals zu der Zeit gemacht hat, hier so eine Durchreiche in Blau. Und der Eingang zur Küche war vom Flur aus. Und für uns war sofort klar, wir wollen die Küche öffnen, wir wollen einen großen Raum haben. Wir haben gerne Gäste, dass die an den Tresen kommen können, dass wir in der Küche sein können und dass wir hier einen großen Raum haben, wo alle gemeinsam drin sind. Ist die Küche vom Schreiner oder habt ihr die im Möbelhaus so einpassen lassen? Tatsächlich nicht. Also sie ist wirklich vom schwedischen Möbelhaus. Okay. Das war der Kompromiss, weil wir gerne unseren Herd haben wollten, der doch etwas vom Budget eingenommen hat. Deswegen mussten wir einen Kompromiss machen und haben gesagt, okay, wir nehmen die günstigere Variante vom Möbelhaus und haben dafür unseren Herd, den sich mein Mann immer gewünscht hat. Noch bin ich ganz zufrieden mit der weißen Küche, die ist zeitlos, sie gefällt mir immer noch gut. Wenn ich aber jetzt mal bei Instagram oder Pinterest nach Küchen suche, denke ich immer so, wow, das sind so viele tolle Farben. Wir sind aber total flexibel. Dadurch, dass es das Küchensystem immer noch so gibt, können wir unsere Fronten einfach wechseln, können uns
bei Gelegenheit neue aussuchen, wechseln die Fronten aus und haben quasi eine neue Küche. Und da du ja so DIY-affin bist, du würdest es sonst auch folieren. Wir hatten draußen so ein Petrolgrün und das war mir jetzt zu viel und über. Und ich wollte gerne ein neues Möbelstück und statt da zu investieren, habe ich in Folie investiert und das umfoliert. Ja, dann lass uns doch noch mal in den großen Raum vorgehen und vielleicht sogar hochschauen. Hier oben ist es auch schön hell. Ihr habt hier oben diese Wahnsinnsfensterfront, kann man ja nicht sagen, aber die großen Fenster oben und dieses wunderschöne Guckloch, was wir ja auch unten haben, also so ein Bulleauge in riesig. Da würde ich ganz gerne mal, weil wir hier irgendwie das Thema Fenster haben, die energetischen Maßnahmen. So ein Haus von 64 ist ja vielleicht nicht so optimal gedämmt gewesen. Was habt ihr da gemacht? Wie seid ihr da vorgegangen? Genau, also wir haben es übernommen mit einfach verglasten Fenstern überall, also auch oben die Fenster, die runden Fenster. Das Einzige, was neu war, ist die Fensterfront unten. Energetisch gesehen war hier kaum was isoliert. Also wir haben die Decken abgehangen, hier war so Holzvertäfelung, die haben wir abgenommen, haben nochmal stärker gedämmt, haben danach dann Ribesplatten angebracht, verspachtelt. Die Fenster sind tatsächlich alle neu. Normalerweise sagt man ja heutzutage, eine Dreifachverglasung ist Standard. Das macht man auch bei einem energetisch neu gebauten Haus so. Uns wurde dann aber empfohlen, nur Zweifachverglasung zu nehmen, weil unser Mauerwerk auch schlecht gedämmt ist. Wir haben keine Außen- oder Innenisolierung und dementsprechend mussten wir zweifach verglast nehmen, weil die Fenster sonst zu gut sind und sich dort Feuchtigkeit absetzt und Schimmel bilden kann. Hätte man das selber noch dämmen können, das Mauerwerk? Genau, man hätte von außen isolieren können, dann wäre unser schöner Klinker fort gewesen. Man kann natürlich auch Innenisolierung machen, wobei die zu dem Zeitpunkt immer noch schwierig waren, weil wenn das Mauerwerk außen kalt ist und man innen isoliert hat, dann bildet sich dazwischen halt häufig Schwitzwasser und man hat natürlich eine Schimmelgefahr. Dementsprechend haben wir bisher davon abgesehen, weil das energetisch gesehen natürlich Sinn macht, aber finanziell gesehen kriegt man das gar nicht wieder reingeheizt. Verstehe, ja, okay. Und wie heizt ihr? Wir haben eine Gastherme für unsere Beheizung und tatsächlich heizen wir auch sehr viel mit dem Kamin. Also unser Kamin ist im Winter hier jeden Tag an. Und der reicht weil er hier? schön ist. Genau, für unseren Wohnbereich reicht er und es zieht auch noch in den Flur. Die anderen Räume müssen dann leicht mit Heizung beheizt werden. Okay. Wie nutzt ihr diese Galerie hier? Ja, die Galerie sieht total schön aus. Da vorne ist mein Homeoffice und auch mein Atelier- und Arbeitsbereich. Das heißt, ich sitze hier manchmal und wenn ich irgendwelche Telefonate habe, kann ich das hier nutzen. Ansonsten spielt hier unser Sohn hier oben mit seinem Lego. Hier ist er sicher vor seiner kleinen Schwester. Kann hier oben aufbauen, kann hier spielen und darf auch stehen lassen, ohne dass mich das halt unten dann stört. Total wertvoll, ne? Und du bist trotzdem im Homeoffice, da gehen wir gleich hin. Bist du auch noch irgendwo in der Nähe und hast so ein bisschen auch noch einen Blick drauf, Genau, was ja auch nicht so schlecht ist. Richtig. Schön. Ja, dann lass uns doch mal weiter in dein Homeoffice schauen. Dieser Raum war früher auch schon da, ne? Also da habt ihr jetzt keinen Durchbruch oder irgendwie was gemacht. Den gab es schon so. Richtig. Das hier war das Atelier von unserer Vorbesitzerin. Die war Maßschneiderin und auf jeden Fall künstlerisch sehr aktiv. Und die hat hier gearbeitet. Hier war ja noch ein weiteres Fenster, wo jetzt mein Regal ist. Das ging zum Flachdach raus. Und da ist ja jetzt unsere Aufstockung, unser Neubau. Dahinter ist das Büro von meinem Mann. Ja, also ganz kurz zur Orientierung. Hier war das Haus zu Ende. Richtig. Da war Flachdach, hier war ein Fenster raus und alles, was dahinter jetzt noch kommt, habt ihr nachträglich draufgesetzt. Gut. Richtig. Dass wir einmal die Genau Orientierung so haben. Okay. Und aus diesem ehemaligen Fenster hast du dir noch ein Regal gebaut. Genau, weil ich das so schade fand, es zuzumachen, wenn da schon mal so eine Öffnung ist, die ja auch zur anderen Seite isoliert ist. Das heißt, ich habe da jetzt keinen Verlust durch. Habe ich mir jetzt ein Regal daraus gebaut. Okay, das ist euer Schlafzimmer. Genau. Ist schon mal total beeindruckend, wenn man auf diese Tapete hier zuläuft. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen Zufall. Die habe ich gewonnen bei einem Instagram-Gewinnspiel. Okay. Und da durfte ich mir von einem Tapetenhersteller eine aussuchen. Cool. War das die Grundlage für den Rest oder war der Rest schon so und die Tapete hat praktischerweise total gut gepasst? So ein bisschen beides. Okay. Also der Rest war irgendwie schon da. Dann hat mir die Tapete von den Farben aber so gut gefallen und auch vom Motiv. Und seitdem ist definitiv mehr Altrosa hier eingezogen im Haus.
Hinter mir, da ist auch noch was Spannendes zu sehen. Vielleicht kommst du mal rüber und zeigst mir das mal. Ich dachte nämlich, das wäre ein Bild, aber bei näherer Betrachtung sehe ich, das ist kein Bild. Was ist das denn? Genau, es soll ein bisschen aussehen wie ein Bild. Das ist tatsächlich die Wand, so sah sie aus, als wir die ganzen Tapeten abgekratzt haben. Das ist der Hintergrund sozusagen. Richtig, okay. Genau, der Untergrund der Wand. Untergrund. In Berlin hätte man die ganze Wand so gelassen. Das war uns zu viel und zu wild. Ja. Dementsprechend habe ich den Bereich abgeklebt, der uns besonders gut gefallen hat. Und dann haben wir gespachtelt und haben das so gelassen als Erinnerung, wie das hier mal aussah. Das ist wirklich total smart gelöst. So, diese Wand, die habt ihr wahrscheinlich eingezogen auch und dahinter verbirgt sich der Traum. Eines jeden Mädchens, unser begehbarer Kleiderschrank. Genau, ich wollte unbedingt wieder einen begehbaren Kleiderschrank haben, wie ich ihn schon immer hatte. Und deswegen haben wir unser Schlafzimmer so aufgeteilt, dass wir gesagt haben, wir grenzen ihn hier ab, dahinter ist unser Kleiderschrank. Und besonders schön ist es auch, wenn morgens einer eher aufstehen muss, dann wird nicht das ganze Schlafzimmer beleuchtet, sondern das findet dann da hinten statt, kann sich das rausnehmen und... Nur der Bereich. Aber du hast uns ja schon verraten, ihr steht meistens gleichzeitig auf. Richtig. Was man im Bad so ein bisschen sehen kann, da würde ich gerne als nächstes schauen. Wie war das hier vorher? Habt ihr hier auch an den Wänden irgendwas verändert? Was habt ihr hier baulich gemacht? Genau, wir haben hier alles rausgenommen. Wir hatten hier tatsächlich einen ganz süßen Fußboden, den ich gerne behalten hätte, aber dort war die Dusche und dann war bis hier die Badewanne. Dann kam Toilette und ein Waschbecken. Und das wäre vom Fußboden, hätte es nicht funktioniert. Wir haben diese Wand neu eingezogen, damit wir unsere große Dusche dort reinbekommen. Und hier steht nun nichts mehr, da hätten wir dann keine Fliesen mehr gehabt. Mhm. Und die Dusche. Also ich meine, das habe ich jetzt noch nie gesehen, dass es 2 Duscharmaturen gibt. Ja, ist tatsächlich so. Also viele haben uns auch gefragt, warum, was soll das, was macht ihr in dieser Dusche? Und tatsächlich ist es inzwischen einfach diese Familiendusche. Wir können gleichzeitig duschen, die Kinder sind mit drin in einer kleinen Badewanne, die wir in die Mitte stellen können. Jeder hat sein Wasser in seiner Wassertemperatur durchgehend, ohne dass einer warten muss. Ein Traum. Ihr habt noch so ein kleines Detail da hinten entdeckt. Und zwar habt ihr jetzt keinen Abroller fürs Toilettenpapier, sondern da steht halt ein Holzstamm. Richtig. Das ist wieder ein Eichenstamm bei uns aus dem Garten. Ich finde Toilettenpapierabroller einfach unglaublich unsexy. Und deswegen steht unser Toilettenpapier einfach auf dem Holzstamm. Man kommt da halt gut ran. Und man muss es nirgendwo anbauen, wo es dann irgendwie... Wo man nicht rankommt. Genau. Richtig. Okay. Dann lass uns weiterschauen. Es gibt noch ein Gäste-WC, das wir uns anschauen können. Genau. Ja, das ist ja selten, dass in einem Gäste-WC eine freistehende Badewanne steht. Das ist ja ein bisschen so ein Traum. Wie ist es denn dazu gekommen? Tatsächlich. Das Gästebad war viel kleiner. Wir hatten ursprünglich die Wand hier und es gab Toilette und Waschbecken. Dadurch hatten wir einen größeren Flur, den wir aber gar nicht brauchen, weil der eh schon großzügig ist. Und dann haben wir diese Wand halt abgerissen, eine neue gebaut, also quasi versetzt. Und weil ich so gerne Badewanne haben wollte, ist dann hier die freistehende Badewanne eingezogen, die im großen Bad dann keinen Platz mehr gefunden hätte. Das heißt, der Flur war größer, aber ist ja so groß genug eigentlich trotzdem. Ne? Ihr habt ja auch hier eine riesen Flurfläche. Hinter dir geht es jetzt die Treppe hoch. Und Richtig. Da ist auch ein anderer Boden. Ich gehe davon aus, da fängt das an, was ihr draufgesetzt habt. Um sich das besser vorzustellen, man sieht das, glaube ich, von außen. Genau, ich zeige euch das mal. Das wäre super. Bis vor 4 Jahren sah es noch ein ganz bisschen anders aus von außen. Und zwar der Bereich, alles was jetzt mit dem Holz verkleidet ist, das war das Flachdach. Nachdem das Dach abgetragen wurde und der Schornstein entfernt wurde, den wir selber abgerissen haben, wurden dann die Wände oben raufgestellt. Und anschließend musste das ja verkleidet werden. Da war dann die Frage, kommt dann Putz drauf und streichen wir? Und da dachten wir, okay, das ist uns zu langweilig, wir brauchen noch irgendwie einen kleinen Kontrast hier im Haus und dann haben wir angefangen, Rhombusleisten zu schrauben und ich glaube, wir haben 5 oder 6 Wochen einfach jeden Tag diese Leisten geschraubt und gesägt und mussten sie halt immer wieder anpassen und haben wirklich jede Schraube selber gesetzt. Wir hatten dann unseren Sohn schon, die Zeit war etwas begrenzt Knapper. Und bis wirklich die letzte Fußleiste dran war, hat es glaube ich ein Jahr gedauert. Okay, dann lass uns hochgehen, das möchte ich mir jetzt angucken.
habt ihr 80 Quadratmeter nochmal dazu, ne? Genau. Nimm uns noch ein bisschen mit. Ja, als das Dach abgetragen wurde und wir den Schornstein entfernt haben, dachte ich so, okay, und hier sollen 3 Zimmer rein. Wie soll das passen? Weil das ganz anders wirkt. Und als die ersten Wände standen, wurde uns erstmal bewusst, wie viel Platz wir hier nochmal dazu gewonnen haben. Ihr habt hier, also wir haben hier noch ein paar Türen, das sind Kleiderschränke, aber nur, also wie toll, dass man... Die begehbaren Kleiderschränke für die Kinder, damit sie dann die Schränke nicht im Flur, im Kinderzimmer stehen haben. Ja. Hinter dir Homeoffice von deinem Mann, wo wir ihn jetzt mal in Ruhe lassen. Richtig. Und dann haben wir noch 2 Räume, zwei Kinderzimmer oder Gästezimmer, Kinderzimmer. Genau. Und dieses Geländer. Ja, das hat Stefan, mein Mann, selber gemacht, weil ich kein Geländer und keine Brüstung von der Stange haben wollte und uns das nicht gefallen hat. Das heißt, Instagram und Pinterest durchsucht und dann habe ich ihm 3, 4 Bilder gegeben und habe gesagt, kannst du das nicht machen? Dann hat er 4 Kantrohr bestellt und diese Streben und hat in der Garage geschweißt. Und dann haben wir es noch mattiert, lackiert und so wollte ich es haben und genau so ist es geworden. Dann muss man es selber machen, ne? Genau. Toll. Ihr habt ja auch ein bisschen an die Zukunft gedacht, als ihr das hier drauf gebaut habt. Denn ihr habt hier so eine Möglichkeit geschaffen, also ihr habt euch überlegt, dass hier oben könnte man auch irgendwann mal vielleicht als abgetrennten Wohnraum benutzen. Genau. Ja, und das sieht man in diesem Gästezimmer. Denn hier habt ihr sehr weit vorausgedacht, was ich sehr smart finde. Erklär uns das bitte mal. Genau, bis jetzt ist es noch das Gästezimmer, dann wird es demnächst das Kinderzimmer für unsere Kleine. Und dann, wenn die irgendwann größer werden, haben wir hier die Möglichkeit, mal eine Küche rauszumachen. Okay. Weil hinter dieser Wand hier befindet sich das Bad, was noch nicht ausgebaut ist, was noch im Rohbau ist. Und die ganzen Leitungen führen vom Keller in dieser Wand hier nach oben. Das heißt, wir haben hier Kalt- und Warmwasser und auch die Abflussrohre können diese Wand einfach öffnen, dadurch, dass das nur Rigips und OSB-Platte ist. Können uns die Leitung reinführen und könnten dann halt hier in der Zukunft eine Küchenzeile einbauen. Wie würdet ihr das lösen vom Eingang her? Also könnte man auch einen separaten Eingang bauen nach hier oben? Die Idee wäre dann über eine Außentreppe. Dadurch, dass unser Grundstück dort noch Kapazitäten hat, könnte man über eine Außentreppe hier den Zugang gewährleisten. Wo würde man dann reinkommen? Dann würde man dort, wo jetzt die Treppe hochgeht, würde man draußen? da quasi das Fenster durch eine Haustür ersetzen. Nicht schlecht. Okay. Lass uns noch den anderen Raum anschauen. Das ist das Kinderzimmer von unserem großen Sohn. Hier verbringt er schon auch mal Zeit mit seinen Freunden, wenn er nicht sein Lego baut. Groß genug ist es auf jeden Er Fall. hat hier auf jeden Fall die Möglichkeiten, nicht nur zu spielen, sondern sich auch ein bisschen auszuleben, indem er schaukeln kann, klettern kann. Ja, ihr habt ja freundlicherweise noch auf uns gewartet mit dem Bad hier oben und da kann man noch mal ein bisschen erkennen, wie das hier ausgesehen hat, so im Zwischenschritt. Das würde ich mir ganz gerne noch mal anschauen. Das ist die Wahrheit. Ja. So sieht eine Baustelle aus. Erzähl uns ein bisschen, was sehen wir hier? Genau, so haben wir quasi unsere Aufstockung übernommen. Also so haben wir das übernommen bekommen und da haben wir angesetzt und den Aufbau gemacht für den Innenausbau. Man sieht halt die OSB-Platten, oben ist schon eine Rigipsplatte an der Decke, das ist der Schornstein, der nach oben geht, der dann noch dementsprechend verkleidet werden müsste. Und auch der Fußbodenaufbau, den wir komplett selber gemacht haben. Das heißt, hier laufen Wasserleitungen lang, darauf kommt dann eine Schicht dickes Styropor, eine USB-Platte, eine Trittschalldämmung und darauf dann am Ende der fertige Fußboden, der dann da wahrscheinlich dann eine Fliese sein wird oder ein Spachtelboden. Und diesen Aufbau mussten wir uns vorher auch schon komplett überlegen, weil wir die Treppe bestellt haben, bevor hier oben überhaupt irgendwas fertig war. Und das heißt, wir mussten von Anfang an planen, wie wird es nachher aussehen, was nehmen wir für den Fußboden, damit die Treppe die richtige Höhe hat. Also das Design und die Höhe vom Boden. Genau ja, so. Wow, okay. Ja. Was ist hier geplant? Wie geht es hier weiter? Wann geht es hier weiter? Was habt ihr da? Genau, wann geht es weiter, ist die spannende Frage. Noch sind die Kinder nicht eigenständig, dass sie selber duschen gehen. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen dann aus, wenn hier oben das Badezimmer gebraucht wird. Das wird halt das Kinderbad, hier kommt eine Dusche rein, Toilette, Waschbecken. Und das wird irgendwann in den nächsten Jahren hoffentlich passieren.
Wir drücken die Daumen und ich bin sicher, es wird wunderschön werden. Ja, ich hoffe, diese Roomtour hat euch gefallen und Lina hat euch viel Inspiration hier in ihrem 60er-Jahre-Traumhaus liefern können. Wenn ihr noch mehr über dieses Bauprojekt wissen wollt, dann folgt Lina gerne auf Instagram. Wir packen euch den Namen von ihrem Profil hier auch nochmal in die Description. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal und aktiviert dabei die Glocke, dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.